Herzlich willkommen hier im vorherrschenden Chaos der Brickworld zu einem weiteren Update hier aus meiner kleinen wachsenden Lego-Stadt. Heute, nachdem wir das letzte Mal hier vorne gearbeitet haben, möchte ich heute mal wieder dort hinten am Bahnhof weiterbauen, auch im Bahnhof vermutlich. Wir schauen einfach mal wie immer, was sich so ergeben wird. Glücklicherweise sind auch ein paar neue Bestellungen hinzugekommen per Post, deshalb ist hier auch ein bisschen mehr Chaos als schon ist. Zum einen mal neues Beleuchtungsmaterial von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Wie immer findet ihr den Link oben oder unten in der Videobeschreibung. Unter anderem auch dieses schicke Lichtschwert. Dazu kommen wir wahrscheinlich im 10.000 Abo-Special. Wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Dank eurer vielen Abos. Vielen, vielen Dank. Und hier noch einiges an neuem Material auch eben für den Bahnhof. Ihr seht, ich habe ganz viele Uhren. Die werden auf den Bahnsteig Platz finden. Und was ich hier auch habe, ist, ich habe sehr viele Pizzen und Pizzakartons. Die werden natürlich demnächst in der Pizzeria im Bahnhof ihren Einsatz finden. Und was wir auch haben, das sind endlich mal wieder neue Gepäckstücke. Hier sind ein paar, dann haben wir hier noch ganz viel Material für den Bahnsteig etc. Auch ein bisschen anderes Material. Ich habe gar nicht mehr welche davon gehabt, die brauche ich ja Unmengen davon im Bahnhof. Und ich würde sagen, wir bauen einfach mal los und schauen, was uns das heutige Update so bringen wird. Eigentlich versuche ich hier gerade, bevor ich jetzt hier weiter am Gebäude baue, hier einen Konnektor einzubauen. Ihr seht schon, wenn ich das jetzt ein bisschen bewege, geht hier über das Licht aus. Das liegt ganz einfach daran, dass ich zu stark am Kabel gezogen habe und mir das hier abgerissen ist. Und ja, jetzt darf ich das ganze Ding hier nochmal rausbauen. Ich habe es komplett hier durch die Wand nach unten gezogen. Ihr seht, da unten geht ein Kabel rein. Ich muss es jetzt einfach austauschen, weil es kaputt ist. Das heißt, ich muss alles nochmal abbauen. Eigentlich hatte ich ja immer vor, die Kabel reinzuziehen, während ich schon baue. Ein Problem war, ich habe die Kabel, die ich gebraucht habe, nicht da gehabt. Die musste ich erst bestellen und dann mussten die geliefert werden. Deshalb wollte ich das jetzt noch schnell einbauen. Und dann passiert sowas. Das ist einfach unnötige Zeitverschwendung. Nachdem ich jetzt nochmal fast die ganze Wand hier aufgerissen hatte, ist das Ganze jetzt fertig drin. Das ist jetzt sozusagen für die Stromversorgung der Decke, die dann hier reinkommen wird irgendwann. Vielleicht heute, vielleicht auch nicht. Und wenn ich jetzt hier drauflege, seht ihr, geht das Licht an. Das heißt, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und was ich auch in diesem Zuge gemacht habe, ist das hier. Das hier, ich muss mal kurz die Hände wechseln, ist dieses tolle Element. Ich habe hier die Tüte und zwar ist das ein Dimmer Control Board von eben meinem Beleuchtungspartner. Und hier seht ihr dieses kleine Rad, an dem kann ich drehen. Und dann ändert sich hier vorne am Bahnsteig die Helligkeit der Beleuchtung. Ich zeige es euch mal. Und das ist nämlich die Frage, brauchen wir das oder nicht? Denn ich hatte ja die Frage aufgestellt, ob wir die Beleuchtung etwas dimmen möchten, damit es später nicht arg zu hell ist. Denn dadurch, dass der Bahnsteig ja noch größer wird, noch mehr Bahnsteige dazukommen, ist es vielleicht am Ende zu hell? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob wir es dimmen können, sollen etc. Ich bin auf euer Feedback bezüglich des Bahnsteiges eingegangen und habe ein paar Sachen jetzt optimiert, verändert und erweitert. Zum einen habe ich das Dach jetzt um, glaube ich, 3 Bricks tiefer gesetzt. Ich glaube, das wirkt tatsächlich besser. Und ihr seht jetzt auch schon, das nächste hier ist ein Schild dran mit, Schildchen, dass wir hier auf Gleis 1 sind, welcher Zug demnächst abfährt, wohin der fährt und eben auch eine Uhr. Und natürlich passenderweise habe ich die Uhr auch so eingestellt, dass es zu der Abfahrtszeit passt. Ansonsten sind hier noch ein paar Koffer dazugekommen. Hier war eine Bitte, dass doch dieser Donut, der runtergefallen ist, da könnte es auch einen Vogel angelockt haben. Der ist natürlich auch da. Ansonsten ist auch hier oben jetzt ein Vogel, denn ich habe ja endlich wieder Vögel bekommen mit einer meiner Bestellungen. Und ich habe jetzt auch angefangen, hier weiter nach hinten mit dem Bahnsteig zu bauen. Also bis zum Ende des Moduls, seht ihr ja, ist schon mal der vordere Teil fertig auf dem Modul. Ich will jetzt eigentlich auch noch das Dach bis nach da hinten ziehen und auch dafür muss dann erstmal der Boden noch gebaut werden natürlich. Und ansonsten können wir mal schauen, vielleicht mache ich auch hier vorne noch ein bisschen an der Front weiter. Muss ich mal schauen, wie es mit den Steinen der Zeit und dem Budget sozusagen aussieht. Aber ich gehe hier auf jeden Fall erstmal auf eure Wünsche ein. Ich finde, es sieht doch ganz gut aus hier mit dem Schild, oder? Was meint ihr? Langsam wird es dunkel hier drin, also der perfekte Zeitpunkt, um sich jetzt hier mal den neuen Bahnsteig anzuschauen. Inzwischen ist auch die Beleuchtung drin. Ich habe es wieder natürlich mit meinem Beleuchtungssystem von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks gemacht, wie immer. Und es ist ein ganzes Stück vorangekommen, wie ihr sehen könnt. Es sind viele, viele Steine reingeflossen, natürlich, wie immer. Und hier sind auch neue Minifiguren hinzugekommen, wie ihr sehen könnt. Eine Dame mit dem Pizza, die sie ja wahrscheinlich da vorne in der Pizzeria gekauft habt, die wir bald mal bauen. Der nette Herr hier mit dem Koffer. Und hier ist ein Handwerker, der gerade hier hochsteigt, um hier an der Lampe irgendwas zu reparieren. Dachte ich, ist ein ganz nettes kleines Detail. Vielleicht kommen auch noch demnächst ein paar andere Sachen hinzu. Hier oben ist noch ein zweiter Vogel eigentlich. Doch, der ist da. Ich sehe ihn nur gerade selber nicht.
Und ansonsten bin ich recht zufrieden mit dem Bahnsteig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt. Unter anderem habe ich jetzt auch das Licht ein kleines bisschen gedämmt. Finde ich persönlich ein bisschen besser. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich mache gleich noch ein paar andere Sachen. Wie ihr sehen könnt, inzwischen richtig dunkel draußen, deshalb strahlt die Brickworld umso mehr und wir können uns jetzt nochmal hier anschauen, wie das Ganze hier aussieht. Ich habe jetzt nicht mehr sehr viel geändert, ich habe jetzt nur noch da hinten nochmal so ein Abfahrtsschild mit Uhr hingemacht. Könnt ihr mir gerne nochmal schreiben, ob der Abstand für euch zu groß, zu klein, ne, zu klein wahrscheinlich nicht, zu groß wahrscheinlich nicht, aber vielleicht zu klein ist. Auf jeden Fall ist der Bahnsteig meiner Meinung nach dadurch jetzt schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Ich habe jetzt auch hier nicht mehr sehr viel gemacht, ich habe jetzt hier noch eine Reihe hier die Bricks mit den Tiles drauf gemacht, einfach um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Mehr habe ich einfach zeitlich jetzt nicht mehr geschafft, weil das hier doch tatsächlich doch mehr gedauert hat, als ich dachte. Auch der Entwurf von den Schildern hat ein bisschen gedauert, aber ich bin sehr zufrieden damit. Es ist jetzt natürlich jetzt hier kein Modellbau, es soll jetzt auch nicht aussehen wie bei der Deutschen Bahn oder so, es soll einfach passen zu dem, was ich hier mache und ich finde, das gefällt mir. Aber ihr seht auch hier ein bisschen, wohin der Zug sonst noch so fährt, ist übrigens passend zu der Anzeigetafel, die momentan nicht vorne in der Eingangshalle hängt. Die kommt wieder rein, sobald die Treppen und Rolltreppen drin sind. Würde mich nicht nur stören. Aber wir kommen noch zum anderen Thema ganz kurz. Und zwar, ich habe ja die Umfrage gemacht zu der Straße hier. Das heißt, die größte Teil ungefähr, da über 60% meinen, wir sollen das Ganze mit Tiles bauen. Werde ich dann demnächst nochmal machen. Es kam auch die Frage auf, warum ich jetzt mehr Straßen mit Tiles habe als mit der Snot-Technik. Es kommt ganz einfach daher, da wir ja ganz viel von diesen Straßenbahnschienen haben. Und das dann mit der Snot-Technik zu machen, ja, das funktioniert einfach nicht sehr schön. Deshalb habe ich sehr viele Straßen mit Tiles gemacht. Ich werde auch wieder mehr mit Snot-Technik machen, wenn sich das Ganze lohnt. Wahrscheinlich werden wir da drüben dann Straßen bauen, wenn ich den Busbahnhof bauen, den werde ich wahrscheinlich wieder in Snot-Technik machen. Aber es hat sich hier einfach angeboten, hier Tiles zu nehmen, auch weil eben durch diese andersfarbigen Steine, die einfach dadurch kommen, dass sie ein bisschen älter sind, ein bisschen vergilbt, nicht in der Art ist. Es gibt einfach so eine schöne ältere Struktur, das gefiel mir einfach. So viel zu diesem Thema. Ansonsten würde ich sagen, das ist das heutige Update rund um den Bahnhof. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich alles angefragt habe. Wie gesagt, die Höhe habe ich verändert, die Helligkeit habe ich verändert, ein bisschen optimiert. Und ansonsten würde ich sagen, im nächsten Update geht es vielleicht in den Bahnhof. Ich muss mal schauen, ich habe ein bisschen was geplant. Und ansonsten gar nicht mehr so viel. Wir nähern uns, wie gesagt, den 10.000 Abos. Ich habe ja damit gehofft, dass es dieses Jahr klappt. Jetzt sieht es so aus, als würde es noch diesen Monat klappen, innerhalb von wenigen Tagen, Wochen vielleicht sogar. Mal schauen, was sonst noch so alles passiert. Ich bin wirklich erstaunt, wie gut das Ganze momentan ankommt. Und ich kann einfach gar nicht sagen, außer vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass auch alles so läuft, wie ich das dann plane für das 10.000 Abo-Special. Auf jeden Fall, wenn die 10.000 erreicht sind, wird es wahrscheinlich noch ein paar Tage, vielleicht sogar eine Woche dauern, bis das Special kommt, weil es doch sehr umfangreich werden wird. Und ich kann jetzt noch nicht mal anfangen, weil ich noch ganz viel dafür vorbereiten muss. Also, 10.000 Abo-Special kommt dann sicher wahrscheinlich noch Ende des Monats oder Anfang November, je nachdem, wie die Abozahlen sind und wie ich dann dazu komme, das ganze Special vorzubereiten. Ich denke, es wird auch ein bisschen länger dauern. Ich könnte denken, dass wir in die 20, 30 Minuten Richtung gehen bei dem ganzen Ding. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik. Das war's für heute. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für alle eure Abos. Vielen Dank für alle eure Kommentare. Und ich freue mich über jeden Kommentar. Schreibt es mir wieder gerne. Und wie gesagt, ihr seht jetzt hier, dass eure Kommentare wirklich Einfluss haben. Höhe, wie gesagt, zum Beispiel der Vogel hier, etc., das Gepäck, das jetzt hier dazugekommen ist. All das sind eure Ideen und die fließen ein. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, viel Spaß beim selberbauen und bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Und ich sage Tschüss.